Hallo und herzlich willkommen hier bei SRA TV Test Drive. Ich bin Ersin Cihan und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich war auf der Suche nach einem Sitz für meinen Rig. Ich habe etliche Sitze schon gehabt und irgendwie bin ich mit keinem so richtig zufrieden gewesen. Ich habe von richtigen Autositzen bis über Schalensitze alles probiert. Die Autositze waren am bequemsten. Leider haben sie bei der Lehne immer ein bisschen nachgegeben beim Bremsen. Und die Schalensitze, die ich hatte, vor allem das aktuelle, da stört mich erstmal das Eingekeiltsein. Im realen Auto, okay, ist es schön, aber bei Simracing muss es nicht unbedingt sein. Es ist einfach zu warm. Ja, wenn wirklich überall noch Stoff irgendwo an deinem Körper klebt, man schwitzt sich da zu Tode. Und was mich noch gestört hat, sind die seitlichen Wangen, die einfach bei vielen zu hoch sind. Ja, dass ich beim Lenken immer mit den Ellenbogen rankomme. Und die Anforderungen jetzt an den neuen Sitz waren deshalb erstens, es soll natürlich gut aussehen. Zweitens, die Steifigkeit. Drittens, die Seitenwangen sollten niedrig sein. Und viertens, es sollte ein bisschen offener sein. Ja, dass es ein bisschen luftiger ist. Also nach meiner Suche habe ich mich auf den ES1 Elite Sim Racing Seat von Next Level Racing entschieden. Aber nur, weil es auch ein Angebot war. Also normal kostet der 450 und ich habe bei Amazon für 295 Euro ein Angebot gefunden und da zugeschlagen. Ich bin mal gespannt, ob der Sitz meine Anforderungen erfüllt und wie es sich auch sonst so schlägt. Ich würde sagen, holt euch jetzt was zu trinken, was zu knabbern und macht es euch bequem. Denn jetzt beginnt Test Drive. So, da sind wir hier auch schon beim Unboxing. Es ist etwas groß, ich weiß. Ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt ein Unboxing machen soll. Aber gut, jetzt mache ich es einfach und in diesem Karton kommt es an. Es hat noch einen zweiten Karton gehabt, eine Umverpackung. Also es kommt gut geschützt bei euch an. Ich finde, es macht auch was her. Also schönes Foto, es sieht interessant aus. Und mal sehen, ob der Sitz auch selber interessant ist wie die Verpackung. So, dann muss ich jetzt mal aufstehen und schauen wir mal, ob wir das hier alles... Ich habe schon unten mal aufgemacht. Uiuiui. Sachte. Nicht alles hier umhauen. Das ist schon ziemlich groß. Gott sei Dank ist der Sitz nicht so groß. Jetzt mal sitzt einfach mal Karton mal hier beiseite. So. Was haben wir hier? Die Kartonage kann weg. Darum kümmere ich mich später. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Auch nachher noch. Oh, da ist was runtergefallen fast. Noch eine kleine Verpackung. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und erstmal sitzen wir hier beiseite. Machen wir erstmal auf hier. So. Also es ist nicht so schwer, auch nicht so leicht.
Folie auch weg. Ja. Sieht schon gut aus, muss ich sagen. Aber bevor wir zum Sitz kommen, schauen wir uns mal noch an hier, was es noch dabei gibt. So, hier sind die Gurte und auch Schrauben. Noch was drin. Ja, das ist nur der Gurt. Kann auch erstmal weg. Und jetzt schauen wir mal, was wir an Schrauben da haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So ist es richtig. Und 1, 2, 3, 4. 4. Wieso 7? 7 Unterlegscheiben. Aber 8 Schrauben. Da werden wir schon gucken. Irgendwas. Ich glaube, da ist eher was zu viel als zu wenig. Okay. Dann wollen wir mal schauen hier, was wir hier alles haben. Wie ihr sehen könnt, ist der ganze Sitz aus Kunststoff. Es heißt, die Beschreibung von denen. Also ergonomisch geformt und speziell fürs Simracing entwickelt. 5-achsige, rotationsgeformter Polymersitz für höchste Zugfestigkeit. Also 5-achsig Rotations, das heißt, der würde wirklich von allen Seiten befüllt quasi in diese Form, damit es wirklich steif ist. Nicht nur in eine Seite, sondern wirklich in 5 Achsen. Hört sich schon mal gut an. Inklusive Next Level Racing Sicherheitsgurte für ein besseres Fahrgefühl bei Motion-Anwendungen. Okay, haben wir auch da. Kompatibel mit allen Montagesystemen zur Seiten- und Frontmontage. Also, das ist ein Vorteil, finde ich. Man hat hier an den Seiten 4 Gewinde-Eingänge, also 4 Gewinde auf beiden Seiten für die Seitenmontage. Und man hat auch unten nochmal 1, 2, 3, 4, 8 Stück unten. Das heißt, man kann hier wirklich direkt eine Schiene einbauen, ohne die seitlichen Brackets zu benutzen. Also finde ich auch schon mal einen Vorteil, dass man beides zur Verfügung hat und man sich selber entscheiden kann oder je nachdem, wie es am besten in sein Rig passt. So, was haben wir noch? Genau, dann haben wir hier geformter PU-Schaum. Also ist ein PU-Schaum da drin. Das ist auch ziemlich, also weich, schon hart, aber noch weich dazu. Und mit hochwertigem Wildleder-Finish. Also das fühlt sich auch sehr gut an. Ja, das Wildleder, also ist auch echtes Leder. Und es sieht auf jeden Fall bequem aus. Und ja, bequem und geeignet für User mit einem Taillenumfang von bis zu 106 cm und bis zu 250 Kilogramm Körpergewicht. 250 Kilogramm. Echt? 250 Kilogramm? Soll ich hier reinpassen? Wenn die es sagen, haben sie es wahrscheinlich getestet. Okay. Was gibt es hier noch dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt nur unten gesehen, man hat ja hier diese 4-Punkte-Gurt mitgeliefert. Ich habe jetzt aber unten noch gesehen, man hat hier eine Aussparung, ist zwar zu, da ist noch klebt noch diese Auflage. Man könnte aber hier das ausschneiden, wenn man möchte, und ein 5-Punkte-Gurt quasi durchführen. Also da besteht die Möglichkeit auch. Das finde ich auch sehr gut. Okay, ist die Frage, ob man 5-Punkte-Gurt auch wirklich braucht. Ich hatte ja selber einen Motion und ich hatte mal auch einen 5-Punkte-Gurt, aber
ja, muss nicht unbedingt sein. So, normal, wenn ich jetzt auf der Seite gucke, kostet es direkt bei Next Level Racing 449 Euro. Ob ich 450 Euro dafür ausgegeben hätte, weiß ich nicht. Ich habe diesen Sitz bei Amazon für 295 Euro im Angebot gekauft. Und für knapp 300 Euro war es mir wert. Und ich hoffe, es hält auch das, was es verspricht oder so wie es aussieht. Es sieht wirklich sehr gut aus und bin mal gespannt. Achso, und hier hinten haben wir nochmal zwei Gewinden für die Gurte, die von oben kommen. Die werden dann auch hier befestigt. So. Jetzt will ich euch mal gerade mal die Maße mal durchgeben. Und zwar fangen wir mal mit der längsten Seite an. Das heißt die längste Seite. Also die Löcher, die seitlichen, von vorne nach hinten, haben einen Abstand von 285 mm. Und der Abstand zwischen den beiden Löchern oben und unten beträgt 50, also 50 mm. Und unten haben wir bei den Löchern längst auch wieder 285, also das passt ja mit denen exakt genau, 285. Und die Breite von den inneren zueinander sind 300 mm und die äußeren von außen, ja genau, die äußeren, der Abstand zwischen den äußeren sind 355 mm. Das heißt, zwischen den Löchern hier, den Zweien, sind 27,5 mm Abstand. Also, und hinten beim Gurt sind es 60 mm Abstand. Ja, das war es eigentlich, was Abmessungen und so betrifft. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wir fangen mal mit den Gurten an. So. 1, 2, 3, so, Next Level, so, okay. Also, der geht erstmal von da, okay, oder so, geht auch. Der kommt dahin. Ich muss kurz mal hier mal Überblick verschaffen. Ist nicht so. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. So. Jetzt haben wir unseren Gurt erstmal soweit ein bisschen verteilt. Der muss aber einmal gedreht werden. So. Jetzt schauen wir mal. Hier kommen 2 mal M8 20 mm. Das sind die hier mit einem Washer. Genau. Einmal da durch und einmal befestigen bitte. So, nur damit ihr es seht. So. Ich mache jetzt erstmal nur so mal handfest. So. Nehmen wir ein weiteres, noch eine Unterlegscheibe. So. Ich habe mal im Internet mal so ein Video angeschaut gehabt, der meinte, die Gurte sind zu groß oder zu lang. Okay, ich könnte mir vorstellen, wenn die da schreiben 250 Kilo Personen, dann okay, die müssen ja für alle passen irgendwie. Okay, der macht mir ein bisschen Kummer irgendwie. Okay. So. Und wenn man zum Beispiel die seitlichen Befestigungen
nicht benutzen würde. Oder auch wenn, dann macht man die Brackets hier dran und die kommen dann außen, also die mit einer Schraube schraubt man quasi beides dann fest. Ich will aber, glaube ich, eher unten die Befestigung benutzen. Ah, ich sehe gerade, es gibt zwei verschiedene Punkte. Erstmal für Shorter Users, also kleinere Menschen und größere. Diese Punkte, das was wir jetzt hier benutzt haben, ist für gut geleibte. Und für kleinere soll man die ganz nach hinten durchführen. Also nicht hierhin, sondern deshalb diese Aussparung da unten, okay. Jetzt seht ihr vielleicht die Aussparung auch. Habt mich vorhin schon gefragt, wofür die da sind. Ich meine, die hier, da unten. Zeige ich euch gleich nochmal. Das heißt, wenn wir den jetzt so umdrehen, ne, die sind nicht dafür. Ich dachte, diese Aussparungen hier sind als Führungen, ja, aber sind sie nicht. Ich soll bis dahin, dann dahin, okay. Probieren wir es einfach mal aus. So. Aber ich würde eher sagen, ich schraube das ins innere Loch, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben für die Schiene, falls wir eine Schiene benutzen. So. Also ich setze mal kurz mal hier mal vorsichtig, damit ihr auch mal was seht, was ich da mache. So, die zweite Schraube machen wir hier ran. Wie gesagt, die kommen dann so ran. Dann müsste es, obwohl ich weiß nicht mal, ob ich zu den dünneren Leuten gehöre, mit meinem Bauch mittlerweile. So. Ja, wenn man so guckt, okay, man hat ja dann noch ein bisschen Platz. Hier sind die Schultern. Ja, könnte passen, könnte passen. Aber irgendwie, ich finde, man sollte das vielleicht über Kreuz anschrauben. So, so sieht es dann erstmal aus. Also wenn die dann noch so draußen sind, aber ich lasse das erstmal so. Ich weiß nicht mal, ob ich diesen Gurt benutzen werde. Muss ich erstmal gucken. Und ja, wird sich dann kristallisieren, wenn ich versuche es an meinen Rig zu montieren. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei und ich melde mich, wenn ich den Sitz an meinen Rig montiert habe. Also, bis gleich. Hallo, willkommen hier zu meinem Rig. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Sitz schon montiert. Ich habe dabei die unteren Löcher benutzt und habe direkt den Sitz auf eine Sitzschiene installiert. So kann ich meinen Sitz natürlich hin und her schieben und habe dann an den Seiten Platz für die Löcher, die ich nicht benutzt habe, kann ich anderweitig benutzen. Da werde ich euch jetzt auf der anderen Seite was zeigen. Und den Gurt habe ich auch installiert. Ich habe jetzt die Löcher an der Rückenlehne genommen. Also von der Länge her reicht es mir genau, das ist genau an der Grenze, also passt so, weil ich so ein bisschen Bauch habe. Also für schlanke Leute ist diese Höhe hier, diese Breite, ein bisschen zu groß. Ja, also da muss man sich was anderes einfallen lassen. So, ich werde jetzt im Rig Platz nehmen, damit wir dann natürlich auch eine Testfahrt machen können. Ich habe jetzt diese Kamerastellung gewählt, ich habe dann noch eine andere, so ein bisschen seitlich von hinten. Da könnt ihr halt mal gucken, ob sich der Sitz bewegt oder besser gesagt halt die Lehne nachgibt, was ich aber nicht glaube.
wenn es sich ein bisschen bewegt, kommt es von den Schienen, ja, weil da ist ja immer so ein bisschen Spiel dabei. Okay, dann würde ich sagen, ich setze mich hin und ihr kommt auf die andere Seite. So, also einsteigen ist auch ein bisschen sportlich. Okay. So, also kommt mal rüber. Hi. So, wie ihr sehen könnt, ist der Gurt jetzt hier hinten an dem unteren Loch befestigt. Und ich habe jetzt natürlich 3 Löcher noch frei. Das Gute an dieser Sache ist, was ich cool finde, wenn ihr jetzt auch wie ich die unteren Löcher benutzt und die Sitzschiene benutzt, könnt ihr, zum Beispiel wie ich schaut mal her, Bassshaker da anmontieren. Ich habe mir jetzt selber hier was entworfen. Für die 2 Löcher hier an vorne, ja, habe ich hier 2 Löcher gemacht als Befestigung. Das wird dann quasi so an den Sitz befestigt. Und hier habe ich dann wieder 4 Löcher. Hinten sitzen schon die Muttern. Und jetzt wird dann hier befestigt und zusammen quasi hier am Sitz montiert. Also habe ich wieder einen Platz für die Shaker. Das ist richtig cool. Und ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr keine Shaker benutzen wollt, zum Beispiel auch wenn ihr den Gurt nicht wollt oder würde auch damit klappen. Zum Beispiel hier die Tastatur könnt ihr sehen. Bei mir ist es so schwenkbar. Ja? Ich kann es halt hin und her schieben. Der Sitz lässt sich trotzdem nach vorne und hinten schieben, da stört es nicht. Ihr könnt aber auch so eine Halterung, wie so eine L-Halterung, hier ran montieren an die 4 Löcher und hier eine Platte. Und da habt ihr die Tastatur und auf der anderen Seite könnt ihr das genauso so einen Maushalter machen mit einem Pad drauf und das wird direkt am Sitz montiert. Das kommt direkt hin und her mit euch mit. Also noch ein Vorteil von den Löchern, was ich echt feiere. Ja. Okay, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Das reicht. Ach so, die breiteste Stelle hier vom Sitz sind 50 cm. Und das finde ich auch super, weil ich habe, mein Rig ist 60 cm breit und ich habe trotzdem 5 cm auf beiden Seiten Spiel, wo ich halt zum Beispiel auf der anderen Seite später eine Handbremse direkt auf den Aluprofil montieren kann, wo dann Stein nach oben geht und der Sitz kommt dann trotzdem daran vorbei. Also für mich passt das bis jetzt perfekt. Und jetzt gucken wir mal, wie es sich anfühlt beim Fahren. Ja, ob es bequem ist und das werden wir dann sehen. Also, jetzt fahre ich mal eine Runde. Okay, das können wir wieder jetzt mal wegpacken. Ja. Ich habe jetzt auch die SRP-Pedale montiert. Als nächstes kommt dann ein Video über die SRP-Pedale, also seid gespannt. Okay, dann wollen wir uns mal, wenn wir schon dabei sind, hier anschnallen. Ja. So, noch ein bisschen mehr Platz hier. Andere Seite auch. Also wie gesagt, für den Gurt, bei mir passt es noch. Ja. Es ist aber für schlanke Leute ist nicht so passend. Und obwohl ich einen Bauch habe, ist hier immer noch Spiel. Also mehr geht es nicht. Hier ist schon an der Grenze. Naja gut, okay. So wichtig ist der Gurt ja eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir wieder eine Probefahrt. Und zwar, wie immer, auf der Nordschleife machen wir eine Runde Touristenfahrt. Das sollte genügen. Und Nordschleife macht ja jeden Spaß. Also, so jetzt setze ich mir noch meine Kopfhörer auf. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Handschuhe dürfen natürlich nicht fehlen. Also ich sitze wirklich bequem. Ja, fühlt sich gut an. So, okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ne? Wie gesagt, ihr könnt jetzt natürlich nicht viel sehen, klar.
Aber ihr könnt halt gucken, ob der Sitz, wie gesagt, nachgibt beim Bremsen, ob er sich arg bewegt oder nicht. Wie gesagt, also ein bisschen wird er sich bewegen, weil ja, die Sitzschienen schon selber Spiel haben. Ne? Okay, dann fahren wir mal. Also Nordschleife, ich liebe diese Strecke. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die die Nordschleife nicht lieben. Ja, weiß ich nicht. Also was beim Sitz jetzt so sofort auffällt, ist wirklich, dass es ringsherum nicht so einengend ist und auch ja, viel luftiger. Was ja eines meiner Voraussetzungen war. Also ich muss ja dazu auch sagen, ich habe ja jetzt dieses Video, was ihr jetzt seht, schneide ich ja alles selber. Ich mache ja alles an den Videos selber. Und ich habe, ich weiß nicht, vielleicht über 20 Stunden gebraucht für den Schnitt der Videos oder des Videos. Und in der Zeit habe ich hier in diesem Sitz gesessen. Gegessen habe ich auch ein bisschen, okay. Habe ich die ganze Zeit in diesem Sitz gesessen. Und weil das ja auch mein Arbeits-PC ist. Und ich muss sagen, trotz den vielen Stunden, wo ich hier gesessen bin, habe ich keine Rückenprobleme oder sonst was gehabt. Was mich ehrlich gesagt auch gewundert hat ein bisschen. Weil so viel habe ich eigentlich nicht erwartet. Und ich war schon echt überrascht. Mir ist nicht mal wirklich aufgefallen, dass ich in einem Rennsitz sitze. Ich war zwar abgelenkt, klar, aber normalerweise bei meinen vorherigen Sitzen habe ich immer, ja, nach so 2 Stunden konnte ich kaum noch sitzen, wegen meinem Rücken. Ja? Aber bei dem ist bis jetzt wirklich nichts aufgetaucht, war alles okay, alles gut. Also auch wieder positiv. Porsche Cup, den liebe ich einfach, der ist auch geil. Also diese Kombi hier, Porsche Cup und Nordschleife, macht einfach Laune. Okay, ich bin jetzt wirklich nicht so lange gefahren in den letzten Monaten. Ich hatte PC-Probleme. Dann war ich kurzzeitig auch mal im Krankenhaus. Also ich schätze mal, ich bin jetzt knapp 3 Monate oder so kaum gefahren. Und das spürt man. Du merkst sofort, also die ganzen Übungen, was dein Körper sich merkt, die ganzen Bewegungsabläufe, die sind alle weg. Also die musst du wieder neu einlernen. Wie ich jetzt hier gerade fahre, ist auch wieder... Aber egal, wir testen ja nur unseren Sitz. Ich habe jedes Mal eine Ausrede bei den Videos. Also ob man jetzt bei dem Sitz die Gurte benutzt, ist jedem natürlich selbst überlassen. Einerseits sage ich mir, gut, man braucht es nicht. Man bei Motion, okay. Aber jetzt hier wie bei mir, der ist eigentlich nicht nötig. Aber wir sagen ja auch andererseits, wir haben ja eine Simulation. Und ja, für eine Simulation gehören die Gurte dazu, ne? Das kann man schon sagen. Oh. Auch nochmal gerettet. Wie gesagt, die Pedalerie, das ist ja auch neu, wie gesagt, daran bin ich auch noch nicht gewöhnt. Also
nochmal Werbung. Also nächstes Video nach diesem hier kommen dann die SRP 3P GT Pedale. Und würde mich freuen, wenn ihr auch da zuschauen würdet. Und natürlich wäre es super, wenn ihr dann den Kanal unterstützt, mich unterstützt, meine Arbeit unterstützt, den Kanal abonniert, ein Like da lasst. Wenn ihr dann auch noch auf die Glocke klickt, wisst ihr ja, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ich sollte mich jetzt lieber aufs Fahren konzentrieren. Also im Moment, wie gesagt, normalerweise bin ich einer, der wirklich, wenn ich fahre, sofort anfängt zu schwitzen. Bei dem Sitz, klar am Rücken und am Hinterteil schwitzt man, das kann man nicht ausschließen. Aber es ist wirklich zu meinem vorigen Sitz viel luftiger. Also das spürt man die ganze Zeit. Man hat hier zum Beispiel ja viel mehr Platz. Und wo ich schon an den Seiten bin, die Seitenwangen, wie gesagt, hatte ich ja auch im Video erklärt, haben mich immer gestört, wenn die so hoch sind. Und jetzt habe ich hier wirklich sehr viel Spielraum, was das betrifft, und ich komme mit meinen Ellenbogen da überhaupt nicht ran. Also ich bin da noch so weit weg davon. Vor allem ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel mal so in F1-Position fahren will oder so, wo ein bisschen tiefer und dann auch vielleicht das Lenkrad ein bisschen tiefer stelle, dann hast du immer noch diesen Spielraum und passiert nichts. Alter, was mache ich denn hier? Oh, 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 oh. Okay, jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, ja. Quatschen und fahren. Oh, gleich so einen Schaden, du. Seht ihr das? Ja, wie gesagt, also dieser Sitz gefällt mir wirklich gut. Es ist bequem, wie gesagt, und sieht auch super aus. Jetzt habe ich die Kameras auch hinten so gestellt, dass ihr den Sitz auch sehen könnt. Okay, jetzt kann man beim Sitz natürlich nicht allzu viel zeigen. Wie bei Pedalen oder so, da bewegt sich ja wenigstens etwas. Beim Sitz, ja, ist einfach, sieht gut aus. Vor allem mit mir zusammen, ne? Ja, da haben wir diese Runde schon wieder hinter uns. Ich kann jetzt dazu eigentlich nicht mehr viel sagen oder zeigen. Ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal schnell ab zu mir wieder natürlich zum Fazit. Also, bis gleich. So, herzlich willkommen wieder hier im Studio zum Fazit. Okay, was kann ich jetzt zu diesem Sitz sagen? Also, zuerst, es ist durchweg alles positiv. Ich bin jetzt Minimum, ja, wenn man die ganzen Arbeiten auch am PC alles berechnet, also wirklich über 20 Stunden drin gesessen und auch über mehrere Stunden hinweg. Und ich fange mal, ja, einfach mal an aufzuzählen. Also, es sieht wirklich verdammt gut aus. Also, wenn ich mir das so angucke, passt auch zu meinem Rig, zu dem Triple Screen etc. Es ist nicht so breit, nicht so, ja, weiß ich nicht so extrem. Es sieht einfach dezent aus und sportlich trotzdem und schön. So, dann, es ist wirklich bequem. Ich sage, in den mehreren Stunden, also habe ich keine Rückenschmerzen oder sonst was gehabt. Ja, es ist echt bequem. Also ich würde den Sitz auch für Leute empfehlen, die Langstreckenrennen fahren. Ich sehe da keine Probleme. Kommen wir zur Qualität. Die Qualität ist wirklich überall sehr gut. Die Konstruktion selber ist wirklich stabil. Da gibt nichts nach oder sonst was oder irgendwelche Geräusche. Ja, es ist stabil. Die Verarbeitung komplett. Das Wildleder etc. ist alles super. Die Löcher mit den Gewinden, die sind auch sehr gut. Also ich habe, was die Qualität betrifft, auch nicht zu bemängeln. Da ist auch alles sehr gut. Was mir noch gefällt, ist zum Beispiel, dass man mehrere Optionen hat, was die Befestigung betrifft. Ihr wisst ja noch,
an den Seiten sind ja jeweils 4 Löcher mit Gewinde und jeweils nochmal 8 Löcher unten. Ja? Und diese Option, was man dadurch bekommt, finde ich sehr gut. Wie ich vorhin auch schon beschrieben habe, wenn man jetzt so macht wie ich, unten mit auf die Schiene setzt, habt ihr die seitlichen 4 Löcher frei. Und ich finde es einfach echt genial. Ich werde das eventuell noch extra umbauen. Wie gesagt, schon, dass die Tastatur an die Seite geschraubt wird und auch meine Maus. Dann hat man wirklich die ganze Zeit, zwar ein bisschen tiefer natürlich, aber man kann es ja auch ein bisschen höher setzen, wenn man so ein L-Profil ein bisschen länger macht und dann die ja, Holzbrett oder so drauf schraubt. Dann habt ihr die genau schöne Höhe. Könnt ihr direkt hier, ja, in der Höhe arbeiten, habt ihr Tastatur, die Maus. Also diese Option allein schon ist viel wert, wie ich finde. Und du hast ja trotzdem noch, wie gesagt, Platz für die Handbremse oder eine Schaltung, was du an die Seite noch montieren kannst. Ja, und das ist auch wirklich etwas, was mir sehr gut gefällt an dem Sitz. Ja, im Großen und Ganzen der Preis natürlich für 450 Euro, wie ich schon vorher schon auch erwähnt habe. 450 Euro, weiß ich nicht, ob ich 450 Euro ausgegeben hätte für den Sitz. Aber 450 Euro, das gilt eigentlich für jeden Sitz. Ja? Es sei denn, ihr kommt mit Carbon-Sitz, ja, von Porsche oder so. Okay, da würde ich sagen, okay, kann man ausgeben. Aber sonst für Simracing finde ich einfach zu viel. Und für knapp 300 Euro, was ich bezahlt habe, bin ich sehr zufrieden. Ja, und ich bereue es nicht. Ich würde den Sitz wirklich jedem empfehlen. Also ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wie gesagt, kurz zusammengefasst, der sieht gut aus, der ist bequem, der hat viele Verstellmöglichkeiten, zusätzliche Optionen, ja, und die Verarbeitung ist auch top. Und Preis, Leistung bei 300 Euro würde ich auch sagen, sehr gut. Ja, sehr gut, nicht gut, sondern sehr gut, aber bei 300 Euro. Bei 400, 450 Euro würde ich dann eher sagen, ja, gut bis befriedigend, ja, Preis-Leistung. Oder doch eher gut, eher gut. Ja, okay, also da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Mehr kann ich jetzt zu dem Sitz auch nicht mehr sagen. Mehr ist auch nicht nötig, wie ich finde. Ähm, Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, mir ein Like da lasst bei den Videos und natürlich auf die Glocke klicken. Ne? Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Wenn ich gucke, das letzte Video, zurzeit habe ich, glaube ich, über 720 Aufrufe, was so okay ist, aber leider nur 62 Likes. Also echt bin ich so schlecht. Ja. Wenn es so schlecht ist, dann schreibt auch ruhig bei einen Kommentar rein, was schlecht ist, was euch nicht gefällt, was man besser machen könnte. Also dafür sind wir auch offen. Äh, ja, also bitte abonnieren, liken, was das Zeug hält. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und ich hoffe, ihr seid im nächsten Video auch wieder dabei. Ersin out.